Good morning, good morning, good morning, my echoes. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Echos. Echoes of the perfect love of God. Echos der vollkommenen Liebe Gottes. Now look, Schau, if you echo, that means it doesn't originate in you. wenn du ein Echo wiedergibst, bedeutet das, dass der Ursprung nicht bei dir liegt. It means it's originated in God. Das heißt, der Ursprung liegt bei Gott. And I really like what he says after that. Und was Petrus danach sagt, gefällt mir sehr. For love will be a canopy over a multitude of sins. Vers 8, denn die Liebe wird ein Zeltdach sein über eine Vielzahl von Sünden. Most Christians know this verse as love will cover a multitude of sins. Die meisten Christen kennen diesen Vers als die Liebe wird eine Vielzahl von Sünden bedecken. And this is how most people say it. Und so sprechen ihn die meisten Menschen auch aus. But you know, the Passion is trying to make everything very picturesque for us. Aber die Passion versucht, alles sehr bildlich für uns darzustellen. And I can really imagine very well what a canopy looks like. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie ein Zeltdach, ein Baldachin aussieht. Like put a tent up. So wie man ein Zelt aufstellt, That's what a canopy is. so ist ein Baldachin. So basically what Peter is saying, if you really echo God's love, you're always going to cover sin instead of uncovering it. Im Grunde will Petrus damit sagen, dass du, wenn du wirklich Gottes Liebe wiedergibst, die Sünde immer bedecken wirst, anstatt sie aufzudecken. My friends, think. Meine Freunde, überlegt doch mal, How has the church messed this up? wie die Gemeinde das verbockt hat. The church has been expert in exposing and uncovering the sins of the brothers and sisters. Die Gemeinde ist Expertin darin, die Sünden der Brüder und Schwestern aufzudecken und zu entlarven. When in reality, we should be the ones who constantly put a canopy, a tent, a covering over the sins of our brothers and sisters. In Wirklichkeit sollten wir diejenigen sein, die ständig einen Baldachin, ein Zelt, eine Decke über die Sünden unserer Brüder und Schwestern legen. Can I ask you a question? Darf ich dich etwas fragen? What do you think why it is so difficult for many Christians Was glaubst du, warum es für viele Christen dermaßen schwierig ist, to obey what the Apostle of John tells us regarding sin that we commit? das zu befolgen, was der Apostel Johannes uns in Bezug auf die Sünde, die wir begehen, sagt, To bring it into the light. sie ans Licht zu bringen? I can tell you why. Ich sage dir warum. Because most Christians, when they bring their sins into the light, it just gets made bigger. Weil bei den meisten Christen, wenn sie ihre Sünde ans Licht bringen, diese nur noch größer gemacht werden. So you in confidence go to a brother because you've struggled with a sin, Du gehst also im Vertrauen zu einem Bruder, weil du mit einer Sünde zu kämpfen hast. and you think that right now you have help, you have understanding, you have kindness, Du denkst, jetzt bekommst du Hilfe, du bekommst Verständnis, du bekommst Freundlichkeit. and instead of your brother covering it, he puts a spotlight on it. Und statt dass dein Bruder es zudeckt, richtet er einen Scheinwerfer darauf. And I've experienced that. Genauso habe ich das erlebt. But what will happen if Christians will obey this one scripture here? Aber was würde passieren, wenn Christen diesem Wort der Heiligen Schrift gehorchen würden? And whenever somebody confesses their own sins and brings it to the light, Dass wir, wenn jemand seine Sünden bekennt und sie ans Licht bringt, we would actually canopy over it. We would put a covering over it. sie tatsächlich bedecken, sie zudecken. I believe if that's how we would live, Ich glaube, wenn wir so leben würden, that the church would live in much more victory over sin. And I'll tell you why. hätte die Gemeinde viel mehr Sieg über die Sünde und ich sage dir auch warum. Because many times just bringing something to the light that we struggle with takes the power off it. Denn oft reicht es schon aus, etwas ans Licht zu bringen, mit dem wir zu kämpfen haben, um ihm die Kraft zu nehmen. Because the devil loves it when we keep things hidden and secret. Denn der Teufel liebt es, wenn wir Dinge verborgen und geheim halten. That's where he can work on our hearts and on our minds and mess things up. So kann er an unseren Herzen und Gedanken arbeiten und alles durcheinander bringen. That's where he can constantly tell us that we are the only ones struggling with this. So kann er uns ständig einreden, dass wir die Einzigen sind, die damit zu kämpfen haben.
fill our hearts with permanent condemnation. und unsere Herzen mit ständiger Verurteilung füllen. And that's how we many times can't overcome a very simple battle. Auf diese Weise können wir oft einen sehr einfachen Kampf nicht gewinnen. But if we can bring things into the light because God is light, Aber wenn wir die Dinge ans Licht bringen können, weil Gott Licht ist, then many times we have victory where we before had nothing but struggle. dann haben wir oft den Sieg, wo wir vorher nichts als Kampf hatten. But it's very scary to bring hidden things into the light if you're not sure that they're going to be covered by the brothers and sisters. Aber es ist sehr beängstigend, verborgene Dinge ans Licht zu bringen, wenn man nicht sicher ist, dass sie von den Brüdern und Schwestern bedeckt werden. So let's become a Christian community Lasst uns also eine christliche Gemeinschaft werden, that echoes the love of God in such a way die die Liebe Gottes so wiedergibt, that we are going to cover and not uncover, dass wir bedecken und nicht aufdecken, that we are going to protect and not expose. dass wir schützen und nicht bloßstellen. Think about it. Denk darüber nach. We never should come to this place Wir dürfen nie und nimmer so weit kommen, where when a brother or sister find the freedom to confess their sins to us, dass wir, wenn ein Bruder oder eine Schwester die Freiheit hat, uns ihre Sünden zu bekennen, to have an attitude of judgment and thinking, man, how could they? I would never do that. eine verurteilende Haltung einnehmen und denken, Mann, wie konnten sie nur, das würde ich nie tun. And I will tell you why. Ich sage dir auch, warum. Paul is very clear. Paulus sagt ganz klar, If your brother is overtaken by a sin, wenn dein Bruder von einer Sünde übermannt wird, you who are mature, restore him. du, der du reif bist, stelle ihn wieder her. And look what he says. Und schau, was er sagt. You who stand, be careful lest you fall. Ihr, die ihr steht, seid vorsichtig, damit ihr nicht fallt. So let's become a Christian community Lasst uns also eine christliche Gemeinschaft werden, that we permanently echo God's love and we cover the sin of our brothers and sisters. in der wir ständig Gottes Liebe widerhallen lassen und die Sünde von Brüdern und Schwestern bedecken. I shall see you tomorrow. Bis morgen!